Die Rentenkommission hat ihre Vorschläge zur Reformierung der deutschen Rentenversicherung vorgelegt. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, dass sie diese so umsetzen will. Gerade auf Unternehmer, auf Selbstständige kommen erhebliche Mehrbelastungen zu. Könnte es jetzt Sinn machen, als Selbstständiger, als Unternehmer auszuwandern und besser vom Ausland aus ein Unternehmen zu betreiben, was ja ebenfalls Kunden in Deutschland haben könnte? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher beschäftigen. Die von der Bundesregierung beauftragte Rentenkommission, die sich mit der komplizierten Frage auseinandergesetzt hat, wie das marode deutsche Rentensystem zu reformieren ist, hat gestern ihren Bericht vorgelegt. 33 Maßnahmen insgesamt werden zur Reformierung des Rentensystems vorgeschlagen. Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz hat bereits angekündigt, das so umsetzen zu wollen. Friedrich Merz hat ebenfalls davor gewarnt, dass es zu Mehrbelastungen kommen wird. Die gesamte Liste der 33 Vorschläge hast du wahrscheinlich schon in den Medien gesehen. Ich möchte mich jetzt in diesem Video auf einen Teil dieser Vorschläge konzentrieren. Und zwar jene, die insbesondere Selbstständige, Unternehmer und geschäftsführende GmbH-Gesellschafter betreffen. Dieser Personenkreis ist ja gleich mehrfach von den Vorschlägen der Rentenkommission betroffen. Wenn du zu dieser Gruppe von Personen gehörst, musst du ja momentan gar nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Das soll sich in Zukunft ändern. Wobei für jene, die natürlich heute schon entsprechend tätig sind, wird es dann Möglichkeiten geben, daraus heraus zu optieren. Wenn du aber planst, neu eine Geschäftsführerposition als geschäftsführender Gesellschafter anzunehmen, dann wirst du in die Rentenversicherung einzahlen müssen. Dann bist du eben nicht nur davon betroffen, dass du momentan bis zur Beitragsvermessungsgrundlage, also sagen wir mal rund 100.000 Euro, sowohl den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung bezahlen musst. Also insgesamt 18,6%. In Zukunft wirst du dann nochmal ein paar Prozent drauflegen müssen für das neue kapitalgebundene Element bei der Rentenversicherung. Du wirst auch davon betroffen sein, dass das Rentenalter weiter steigen wird. Zwar sagt es der Bericht der Kommission nicht so klar, aber ganz klar steuert das auf die Rente mit 70 zu. Und dann sind natürlich Unternehmer und Selbstständige auch noch in ganz anderer Weise davon betroffen, denn es soll ja in Zukunft keine Minijobber mehr geben, die sozialversicherungsfrei beschäftigt werden können, außer Schüler. Und wir wissen, dass es viele Branchen gibt, die viele solcher Minijobber gerade beschäftigen. Sie werden also in Zukunft mit Mehrbelastungen rechnen müssen, denn sie werden zumindest den Arbeitgeberanteil dann zur Sozialversicherung, zur Rentenversicherung für diese Minijobber dann berappen müssen. Man muss natürlich ganz klar sagen, das alles ist noch nicht Gesetz. Das sind jetzt erstmal nur Vorschläge. Wie das Ganze dann genau gesetzlich ausgestaltet wird, das kann sich dann auch noch natürlich verändern. Da kann es auch noch Rangelei geben zwischen den Koalitionspartnern. Sicherlich sind manche Details umstritten, aber in welche Richtung das Ganze geht, das dürfte klar sein. Ob das jetzt natürlich wirklich der große Wurf ist, den sich die Koalition versprochen hat, das wage ich mal hier in Frage zu stellen. Sicherlich machen manche Einzelmaßnahmen Sinn, aber ob das Ganze wirklich ausreicht, dann die deutsche Rentenversicherung zu reformieren, das bleibt für mich mehr als fragwürdig. Vor allen Dingen gibt es natürlich auch den einen oder anderen Aspekt, der einem nicht ganz geheuer ist. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, soll ja in Zukunft ein zusätzlicher Beitrag dann zur Rentenversicherung an den Kapitalmärkten investiert werden. Anders aber als zum Beispiel in Schweden hat dort der einzelne Versicherte nicht die Möglichkeit, zum Beispiel einen Fonds auszusuchen, der ihm jetzt besonders gefällt, sondern das kommt alles in einen großen Staatsfonds rein und die Bundesregierung entscheidet dann letztlich, wie das Ganze investiert werden soll. Das Ganze erinnert mich ein bisschen so an die Idee von Friedrich Merz, die Ersparnisse der Bürger zu mobilisieren, buchstäblich zu mobilisieren, möglicherweise in Rüstung zu investieren, in Staatsanleihen. Wer weiß das schon genau, auch wenn es hier natürlich nicht wirklich um Sparvermögen in dem Sinne geht, aber du sparst ja dann auch im Rahmen der Rentenversicherung an. Also das wäre mir schon mal nicht geheuer. Aber da muss man sagen, das wird natürlich jetzt viele nicht wirklich kratzen, wahrscheinlich, wer das Ganze investiert. Ich würde mich allerdings dabei ein bisschen unwohl fühlen. Vor dem Hintergrund dieser Gesamtgemengenlage stellt sich natürlich dann die Frage, ob du jetzt als jemand, der vielleicht jetzt in Zukunft ein Unternehmen gründen will, ob das wirklich Sinn macht, das noch in Deutschland zu tun. Wie gesagt, wenn du heute bereits Unternehmer bist, wenn du geschäftsführender GmbH-Gesellschafter bist, wenn du selbstständig bist, dann wirst du ja hier von Ausnahmeregelungen Gebrauch machen können. Das heißt, du kannst heraus optieren aus der Rentenversicherung
so wie es ausschaut. Du musst dich also nicht pflichtversichern lassen. Aber wenn du eben in Zukunft dann neuer, stolzer Unternehmensgründer bist, dann wird das nicht mehr gehen. Macht es vor diesem Hintergrund Sinn, ins Ausland zu ziehen oder vielleicht auch jene, die heute bereits ein Unternehmen betreiben, aber viel eben Minijobber beschäftigen, macht es für sie möglicherweise Sinn, ins Ausland zu gehen und dort das Unternehmen weiter zu betreiben. Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass das nicht mit allen Branchen funktioniert. Wenn du jetzt ein Restaurant betreibst oder eine Gebäudereinigung, dann kannst du das natürlich nicht machen. Wenn du aber zum Beispiel ein Unternehmen betreibst, was E-Commerce macht, was Beratung macht, was Dienstleistungen erbringt und diese Dienstleistungen nicht auf Mitarbeiter in Deutschland unbedingt angewiesen sind, sondern du vielleicht deutschsprachige Freelancer im Ausland verwenden kannst, dann könntest du dir vielleicht überlegen, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, diesen ganzen Schlamassel hinter dir zu lassen und eher ins Ausland umzuziehen, wo du nicht dazu verpflichtet wirst, in der Höhe jetzt in eine staatliche Rente einzubezahlen, die letztlich aus Renditeperspektive absolut keinen Sinn macht. Ich meine, mal angenommen, du verdienst jetzt als Geschäftsführer 100.000 Euro, sagen wir mal, also so knapp die Beitragsvermessungsgrundlage. Du musst also so ungefähr dann 20.000 pro Jahr abführen an die Rentenversicherung in Zukunft. Nehmen wir mal an, du würdest diese 20.000 einfach am Kapitalmarkt investieren, einfach in einen ETF reinpacken. Dann wirst du relativ schnell sehen, dass das absolut überhaupt gar keinen Sinn macht, überhaupt damit erst anzufangen oder das nur zu überlegen. Die Renditemöglichkeiten sind ungleich höher und du hast natürlich auch sehr viel mehr Flexibilität. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, das ist mir völlig klar. Manche werden sagen, es ist mir zu viel Risiko, das möchte ich nicht. Ich habe das lieber, dass der Staat das macht und dass das alles ganz sicher ist. Okay, das kann man natürlich verstehen. Wenn du dir allerdings die Geschichte des deutschen Staates anschaust in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren, dann kann man wirklich nicht mit Überzeugung sagen, dass der Staat dort sehr verantwortungsvoll und sehr erfolgreich mit den Mitteln der Bürger umgegangen ist. Da vertraut man es lieber, ehrlich gesagt, der Wirtschaft an, der Innovationskraft des Marktes. Da fährt man vermutlich deutlich besser, als das einer Regierung anzuvertrauen. Also, das heißt, wie könnte sowas konkret aussehen? Also, der einfachste Fall ist natürlich, innerhalb der EU umzuziehen oder von mir aus auch in die Schweiz umzuziehen. Die ist ja nicht in der EU. Aber natürlich kann auch jeder EU-Bürger ganz einfach in die Schweiz umziehen. Hinsichtlich Rentenversicherung ist natürlich die Schweiz auch nicht ohne. Ich hatte es ja vorhin gesagt, dort gibt es die AHV, das ist die gesetzliche Rentenversicherung. Dort fallen 10% an, die jeder in die AHV einzahlen muss, inklusive eben auch Selbstständige. Aber es sind eben nur 10%. Wenn du also Angestellter bist, sind es nur 5%, die du einzahlst. Und dann hat die Schweiz eben ein sehr potentes 3-Säulen-Modell. Die Betriebsrenten, die sogenannten Pensionskassen, sind sehr viel besser entwickelt, gerade im Bereich der kleinen Unternehmen als in Deutschland zum Beispiel. Und dann gibt es eben noch die private Altersvorsorge. Und alle 3 Säulen sind dann auch noch steuerlich bevorzugt, was dem Ganzen natürlich weiter Feuer gibt. Also die Schweiz, ganz sicherlich eine attraktive Variante, eben, aber auch da ist es natürlich alles ziemlich starr, muss man sagen, und auch im Schnitt nicht gerade unbürokratisch. Würdest du jetzt aber in andere EU-Länder umziehen, die steuergünstig sind, viele Länder, über die wir hier ja immer wieder reden, sagen wir zum Beispiel mal Malta oder auch Zypern, da würden sich für dich praktisch überhaupt keine Sozialversicherungspflichten ergeben oder nur in sehr geringem Umfang. Ausländische Einkünfte sind vielfach steuerfrei. Das heißt, du könntest sagen, okay, ich nehme jetzt mal angenommen diese 20.000, die wir vorhin gesprochen haben, lege die jährlich an, dann kannst du die so anlegen, dass die letztlich komplett steuerfrei dann tatsächlich für dich angelegt werden. Das heißt, auch bei Verkäufen und Ausschüttungen fällt dann keine Steuer an. Das Ganze kann steuerfrei reinvestiert werden, sodass du dir dort sehr steuergünstig dann Kapital für den Ruhestand aufbauen kannst. Und wie gesagt, dein Unternehmen in Malta, dein Unternehmen in Zypern dürfte ja ebenso deutsche Kunden beliefern. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Wir befinden uns innerhalb der EU. Andere EU-Unternehmen sind zum Beispiel der deutschen GmbH in jeder Weise gleichgestellt, was jetzt den Marktauftritt in Deutschland anbelangt. Du müsstest natürlich vorsichtig sein bei dem, was du dann vor Ort machst. In Deutschland selbst sicherlich kannst du nach Deutschland reisen, dort Meetings haben, aber du darfst natürlich in Deutschland nicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig werden, denn dann bringt diese Maßnahme der Auswanderung steuerlich gesehen überhaupt nichts. Wenn du bereits eine Kapitalgesellschaft gegründet hast, sei es in Deutschland oder im Ausland, dann sind auch so Themen wie die Wegzugsteuer zu berücksichtigen. Aber unter der Annahme, dass du deine unternehmerische Tätigkeit erst in Zukunft beginnen wirst, wärst du ja davon sowieso noch nicht betroffen. Jenseits der EU gibt es natürlich dann ebenfalls sehr interessante Länder. In den letzten Jahren waren vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate
natürlich sehr attraktiv, Dubai, aber auch Länder wie Panama zum Beispiel, manche Länder Asiens, zum Beispiel die Philippinen, Singapur. Also da gibt es dann sicherlich eine Reihe von Optionen, aus denen du wählen kannst. Ich denke, wenn du generell dem Thema Auswanderung positiv gegenüberstehst, wenn du ein Unternehmen gründen willst oder gründen wirst, das deutsche Kunden hat und du kannst diese Kunden auch aus dem Ausland bedienen, es ist also nicht notwendig, dass du dort vor Ort in Deutschland tätig bist. Wenn du dir sagst, du willst gar nicht erst anfangen, dich in diese ganze Bürokratie der Rentenversicherung zu verstricken, als Unternehmer, als Selbstständiger, dann würde ich mir an deiner Stelle das Ganze einmal durchrechnen, vielleicht einen Steuerberater fragen dazu, möglicherweise abwarten, bis jetzt tatsächlich dann das Ganze auch in Recht und Gesetz gegossen ist, was die Rentenkommission vorgeschlagen hat und die Bundesregierung so umsetzen möchte. Und dann im Grunde genommen in aller Ruhe und strategisch dann entscheiden, was du tun wirst. Ob das jetzt konkret diese Rentenreform der einzige Grund wäre, auszuwandern, wahrscheinlich oder ganz sicherlich nicht. Aber es könnte für dich der Trigger sein, es könnte für dich der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt, sodass du also jetzt sagst, naja, unter den Voraussetzungen reicht mir das Ganze jetzt. Jetzt ist das Maß wirklich voll. Jetzt nichts wie weg. Da hat jeder seine eigene Sichtweise, jeder hat seine eigenen Trigger letztlich, die einen dann dazu bewegen, den Sprung ins kalte Wasser zu machen, sage ich jetzt mal, und den Schritt ins Ausland zu tun. Aber von Mandantengesprächen, die ich geführt habe bereits vor dem Hintergrund dieser Vorschläge der Rentenkommission, kann ich schon so den Tenor immer wieder heraushören, dass genug ist. Erst gestern sprach ich mit jemand, der eben viele Minijobber einsetzt. Der hat ganz klar gesagt, naja, wenn das so gesetzt wird, dann gebe ich das Unternehmen sofort auf, verkaufe es und bin weg. Da geht es also nicht mal um die eigenen Beiträge zur Rentenversicherung, sondern eben um diese Minijobber-Thematik. Wie dem auch sei, wenn du dich mit dem Thema Ausland auseinandersetzt, können wir dich natürlich gerne dabei unterstützen. Das ist genau das, was wir seit über 20 Jahren tun. Wir helfen Mandanten dabei, auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, Unternehmen im Ausland zu gründen, zweite Staatsbürgerschaften zu erwerben. Ich selbst habe Deutschland schon vor 26 Jahren verlassen und genauso auch die EU. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Daher würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.